Tromsø, ein Paradies in der Arktis. Ich nehme euch heute mit auf eine Reise zwischen hügeligem Städtetrip, kuscheligen Rentieren und magischen Polarlichtern. Bevor ich nach Tromsø kam, wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, wie sehr mich Skandinavien begeistern kann. Ich war zwar schon in Dänemark und in Schweden und ja, das war alles ganz nett, aber ich bin eigentlich eher ein Mensch für südlichere Gefilde, Sonne und Wärme. Umso überraschter war ich, wie sehr mich Tromsø komplett abgeholt hat. Schon am ersten Tag standen direkt 2 Highlights auf dem Programm. Los ging es mit einem gut organisierten Ausflug in ein Sami-Dorf in der Nähe von Tromsø. Dort haben wir unglaublich viel über die Sami-Kultur gelernt, Rentiere gefüttert und ja, auch gekuschelt. Die Sami sind ein indigenes Volk Nordeuropas. Sie leben in Teilen von Norwegen, Schweden, Finnland und Russland und haben eine eigene Kultur, eigene Sprachen und jahrhundertealte Traditionen. Ihr Leben ist eng mit der Natur verbunden. Vor allen Dingen mit der Rentierhaltung, aber auch mit der Fischerei und Landwirtschaft. Besonders beeindruckend fand ich, wie viel Wissen über die Natur dort über Generationen weitergegeben wird. Wir saßen gemeinsam in einer Hütte, haben spannenden Geschichten am offenen Feuer gelauscht und einen kleinen Einblick in diesen Lebensstil bekommen. Ein ganz wichtiger Tipp an dieser Stelle: zieht euch wirklich die wärmsten Schuhe an, die ihr besitzt. Nach etwa einer halben Stunde ohne Bewegung in der Hütte war ich komplett durchgefroren, trotz eigentlich guter Winterkleidung. We don't have time for this. But we're gonna feed them with this buckets. They are filled with pellets. Just hold it out, reindeer will come up to you, eat from the bucket. Very nice. But what's not nice is getting your eyes poked out. So important. Hold bucket like this, not like this. See? Yes, no. Yes, no. Yes, no. You get it? Are you sure? Very good. Am Abend ging es dann weiter mit dem nächsten großen Traum vieler Tromsø-Besucher, einer Polarlichtjagd. Dafür sind wir etwa 1,5 Stunden aus der Stadt herausgefahren bis nach Mistavik. Dort angekommen gab es eine gemütliche Hütte mit Kamin, heißem Tee, Kakao, Marshmallows und Keksen. Perfekt, um sich zwischendurch wieder aufzuwärmen. Das Beste daran, der ganze Ausflug hat uns nur 50 € gekostet. Gebucht haben wir ganz spontan am Tag vorher über Get Your Guide. Besonders praktisch war auch, dass uns extrem warme Stiefel kostenlos geliehen wurden. Das hat wirklich einen riesigen Unterschied gemacht. Ein weiterer Tipp: wenn ihr im Winter unterwegs seid, nehmt unbedingt Spikes für eure Schuhe mit. Es ist stellenweise extrem glatt und ohne rutschfeste Sohlen kann das sehr schnell unangenehm werden. Und dann war es tatsächlich soweit. Wir konnten die Polarlichter sehen. Der sogenannte KP-Wert, der angibt, wie stark die Sonnenaktivität ist, und damit auch die Wahrscheinlichkeit für Polarlichter, lag an diesem Abend bei 3,5. Das sind richtig gute Bedingungen. Dazu kamen keine Lichtverschmutzung und ein sternenklarer Himmel. Diese Kombination war einfach magisch. An unserem letzten Tag haben wir uns Tromsø selbst nochmal genauer angeschaut. Besonders sehenswert war für mich die Eismeer-Kathedrale mit ihrer markanten Architektur. Wir konnten sogar einem kleinen Orgelkonzert lauschen. Auch
die Fahrt mit der Seilbahn hoch auf den Fjellheisen stand auf unserem Programm. Eine kleine Warnung vorweg. Jeweils etwa 2-minütige Fahrt hoch und runter kostet umgerechnet rund 51 €. Das tut im ersten Moment schon ein bisschen weh, aber ganz ehrlich, der Ausblick von oben über Tromsø, die Fjorde und die umliegenden schneebedeckten Berge war so phänomenal, dass ich es keine Sekunde bereut habe. Natürlich ist Norwegen grundsätzlich ein teures Reiseland, aber ich habe gemerkt, wenn man ein bisschen recherchiert, lassen sich durchaus bezahlbare Unterkünfte und Restaurants finden. Gerade in Tromsø gibt es einige gute Optionen, bei denen Preis und Leistung wirklich stimmen. Man muss nur etwas besser planen. Ein paar Tipps findet ihr in der Beschreibung. Unterm Strich bin ich total überzeugt von Tromsø. Eine Sache sollte man allerdings nicht unterschätzen: die Polarnacht. Tagsüber hat man nur etwa 2 bis 3 Stunden Dämmerlicht, ansonsten ist es die meiste Zeit dunkel. Das hat meinen Biorhythmus ordentlich durcheinander gebracht, trotz aller Magie. Für mich persönlich war deshalb ein Ausflug über ein verlängertes Wochenende genau richtig. Aber eines steht fest: Tromsø hat mich nachhaltig beeindruckt und ich kann mir gut vorstellen, irgendwann wiederzukommen. Hat dir das Video gefallen? Dann lass doch gerne einen Daumen hoch oder ein Abo da. Dich erwartet künftig noch viel weiterer Reise-, Katzen- und Food-Content.